Breaking News in dieser Woche und ein Klassik-Album-Talk. Und die Fanzone. Das erwartet euch in der neuesten Ausgabe von In Elvis Veritas. Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Bevor wir zu diesem Klassik-Album-Talk kommen, haben wir Breaking News in dieser Woche erhalten, und zwar wirklich spannende Geschichten. Ich beginne mal mit einer Netflix-Doku, Elvis, The Man Behind the Legend. Diese Doku soll am 16. August 2026 auf Netflix starten. Wir können gespannt sein. Der Titel The Man Behind the Legend sagt eigentlich schon sehr viel aus. Es soll um den Menschen Elvis Presley gehen und man wirbt mit ungesehenem Material. Naja, wollen wir mal gespannt sein, was da wirklich kommt. Breaking News Nummer 2. Baz Luhrmann. Wir kennen ihn alle. Er war der Regisseur, der Produzent von Elvis, von dem Biopic aus dem Jahr 2022, und es ist ja schon seit langer Zeit bekannt, dass er an einer Konzert-Doku über Elvis arbeitet, mit Konzertmaterial aus den Jahren 70 und 72. Jetzt gibt es sogar schon einen Trailer, allerdings zeigt dieser Trailer nur Elvis Live-Ausschnitte aus dem Jahr 1970. Können wir mal gespannt sein, ob 72 auch mit dabei sein wird. Wir lassen uns mal überraschen und wir schauen mal kurz rein. Ja, und Breaking News Nummer 3. Breaking News Nummer 3. Der Sender Fox 5, ein amerikanischer Fernsehsender, hat angeblich eine Filmrolle entdeckt, die vorher unbekannt war. Ich wage das mal ein bisschen zu bezweifeln, aber man hat einen riesen Hype drum gemacht. Worum geht's? Wir alle kennen die Szene, die Schlussszene von Elvis' ersten Spielfilm Love Me Tender. Elvis musste ja in diesem Film sterben und viele Fans, die weiblichen Fans, haben das damals dem Film sehr übel genommen, dass ihr Held, ihr Idol am Schluss sterben musste. Und weil man das schon geahnt hatte, hat man eine Schlusssequenz aufgenommen, in der man zwar nochmal das Haus sieht und auch nochmal den Grabstein sieht, aber man hört Elvis nochmal singen und mit einem freundlichen Lächeln am Schluss, um die Fans ein bisschen zu versöhnen. Und jetzt hat man die Filmrolle entdeckt, die Elvis eingespielt hat, um diese Szene zu machen, denn da wurde sein Bild ja über den Film drüber gelegt, und der Sender Fox 5 hat das in dieser Woche vorgestellt, dass das Material nun in der Originalform gefunden wurde, am 29.10.56 aufgenommen in New York mit der Kamera und für den Film Love Me Tender verwendet. Auch da schauen wir mal kurz rein. Now to a Fox 5 exclusive, newly discovered and never before seen video of the king of rock and roll. That's right, we've unearthed video from a trip that Elvis Presley took to New York City in 1956. Bevor wir zum Klassik-Album-Talk kommen, denkt daran, falls ihr es noch nicht getan habt und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr über ein Abo und ein Gefällt mir von euch freuen. Für alle, die das schon getan haben, herzlich willkommen zurück. Freut euch jetzt auf den Klassik-Album-Talk mit Frank Sommerfeld. Ja, ich begrüße jetzt ganz herzlich den Frank Sommerfeld, ein treuer Gast auf meiner YouTube-Seite, auf meinem YouTube-Kanal. Lieber Frank, schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Wir werden heute ein bisschen quatschen über eine Elvis-Platte, die doch für ganz schön Aufsehen gesorgt hat, vor allem das Cover. Aber da werden wir später dazu kommen. Vielleicht stellst du dich erst kurz mal den Gästen hier auf In Elvis Veritas vor. Hallo, mein Name ist Frank Sommerfeld und ich bin schon seit ewigen Zeiten ein Elvis-Fan. Schon lange vor dem Gerd war ich ein Elvis-Fanat. Meine Anfänge von Elvis
gehen zurück auf das Jahr so circa 1970. Also ich war noch ein Kind und meine Schwester hörte immer Elvis-Musik und die hat mich schon damals fasziniert. Meine Eltern hatten auch Singles und Platten von Elvis damals, was so üblich war, und immer wieder gelauscht und gehört. Und natürlich nach dem Tod waren wir alle derartig geschockt, dann hat man das noch viel mehr vertieft. Auf jeden Fall, also Elvis forever, also ist auch mein Slogan. Ja, ja. Ja, wunderbar, sehr schön. Und wir haben heute ein bisschen uns einen Classic Album Review ausgesucht. Wir wollen gemeinsam sprechen über ein legendäres Elvis Presley Album, das im Jahr 1959 erschien, in einer Zeit, als Elvis ja gerade gar nicht aktiv war, weil er Soldat war. Und und da wurde ein Compilation-Album veröffentlicht und das Album hieß Elvis Gold, nicht Golden, sondern Gold Records Volume 2 und bekam diesen sensationellen Untertitel 50 Million Elvis Fans Can't Be Wrong. Frank, wann hast du die Platte zum ersten Mal gehört? Weißt du es noch? Ja, auf jeden Fall gehört 1978, circa so im Februar, März 78. Okay. Das ist mir jetzt zu Ohren gekommen. Ja. Ja, muss sagen, damals hat Barry Graves in Rias, Berlin versucht, alle Elvis-Platten zu spielen. Und das war das Album Nummer 9 in seiner Hitliste. Und das habe ich aufgezeichnet am 1. Juli 1978. Okay. Ich muss sagen, also es war damals schon ein sehr beeindruckendes Album. Und Ja. ich habe erfahren, dass sind Songs drauf von 57 bis 59. Wurden die alle aufgenommen, aber da kommen wir dann im Einzelnen. Da kommen wir noch dazu, genau. Das Interessante an dieser Scheibe ist, das war mir so gar nicht bewusst, das war bereits das 4. Compilation-Album, als es 1959 erschien. Hast du es gewusst? Nee, das war das 2. Weil, nee, habe ich nicht gewusst. 4. schon. Ja. Das Und ist ein zwar, neues Album in seiner ich muss chronologischen auch Reihenfolge. überlegen, aber es geht los mit Elvis Gold Records Volume 1, also die 58er, ne? Und dann kamen die beiden, die waren beide vor dem jetzigen Album, und zwar A Date with Elvis und For LP Fans Only. Richtig, aber die waren auch während der Armeezeit veröffentlicht worden. Die zwei. Ja, genau. Übrigens 2, wie ich finde, großartige Platten. Die werden immer so ein bisschen unterbewertet, weil es Compilation-Alben sind. Aber allein die Zusammenstellung finde ich großartig. Aber um die beiden Platten soll es ja heute nicht gehen. Es geht ja heute um Elvis Gold Records Volume 2. Ja, ein bisschen was zu den Fakten vielleicht ganz kurz. Im November 59 wurde das Album veröffentlicht und es beinhaltete also Hitsingles, die zwischen 58 und 59 von Elvis veröffentlicht worden waren. Das Album schaffte einen Platz 31 in Billboard Pop Album Charts und bekam 1966 für wohlgemerkt 1 Million verkaufter Exemplare die goldene Schallplatte. Und für Platinum wurde es auch ausgezeichnet, allerdings dann erst im Jahr 1992. Und die Songs, die auf der Platte drauf sind, wurden zwischen Februar 57 und Juni 58, also Elvis' letzter Session vor der Army, aufgenommen. Ja, so mal ein bisschen zum Background. Wie ist denn so dein allgemeiner, wenn du jetzt mal, wir fassen ja nicht zusammen, aber so der erste Eindruck, wie würdest du dieses Album für dich persönlich, du hast es ja übrigens vorgeschlagen, der Vorschlag kam von dir, da würde mich schon mal interessieren, warum dieses Album? Ich finde das genial, also die Mischung, also die Songs, wenn man die hört, finde ich super gemacht und vor allen Dingen, dass er die Fans während seiner Militärzeit dazu bewogen hat, immer ihm zu hören, denn Elvis hatte ja große Angst, dass er vergessen wird. Da war so eine riesengroße Angst. Ja. Und der Colonel hat ja extra mit ihm die Sachen aufgenommen, damit man während der Militärzeit was bringen kann seinen Fans. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Und die Elvis-Fans haben ihn nur nicht vergessen. Ja. Und schon alleine, wie die Platte losgeht, also ich finde die Wahnsinn. Also fasziniert mich immer wieder. Wobei die ja nur 22 Minuten lang ist, ja, mit 10 Songs. Ja. Aber trotzdem eine geniale Mischung. Ja. Ja, keine Frage, das ist eine ganz tolle Platte. Vor allem auch das Cover ist ja wirklich in die Musikgeschichte eingegangen, wie übrigens auch das Cover von Elvis
erster LP. Interessanterweise ist dieser Zusatz 50 Million Elvis-Fans Can't Be Wrong, der wurde nur auf das äußere Cover gepresst, nicht auf das innere Label, das auf der Platte drauf war. Zumindest nicht am Anfang, das kam erst später dazu. Ab, ich glaube, Mitte der 60er Jahre hat man diesen Untertitel mit drauf gegeben. Vorher stand also auf der eigenen LP nur drauf Elvis Gold Records Volume 2 und der Zusatz fehlte vollständig. Der war nur außen auf dem Cover zu sehen. Ja, das ist auch eine ganz interessante Entwicklung. Und ich weiß nicht, hast du über das Cover dich informiert? Ja, ich habe es also genauso gelesen, wie du jetzt das dargestellt hast. Ja? Okay. Kann ich dann nur zupflichten. Ne? Ja. Das stimmt so. Weil das geht ja auf einen Ausspruch zurück. Willy Raskin, Billy Rose und Fred Fischer. Ja. Song von 1927. Ja, richtig, sehr gut. 15 Million Frenchmen Can't Be Wrong, Original 1927. Ja. Da geht das sehr zurück. Jawohl. Prima. Und dann kennt 50 Million Elvis Americans Be Wrong. Das kommt noch von 1931. Aha. Also, das ist eine lange, lange Zeit her, wo dieses Ja. erwähnt wurde. Na gut, Frank, steigen wir mal ein, würde ich sagen, in die Tracklist und gehen wir mal der Reihe nach durch. Du hast dich ein bisschen um die erste Seite gekümmert, ich habe mich ein bisschen mehr um die zweite Seite gekümmert. Fangen wir mal an mit Track 1, also auf Seite 1, Track Nummer 1 und das wäre I Need Your Love Tonight. Tonight, ja. Das ist aufgenommen worden am 10.06.58 in den RCA Nashville Studios. Und freigegeben wurde das erst am 10. März 1959 Ja. und erschien auf einer Single mit Fool Citrus Eye im Mai 1959. Don't tell me no, I need your love tonight. Und geschrieben hat es Bix Reichner und Sid Wayne. Sid Wayne, ne? Sid Wayne. So. Ja, also das Album beginnt ja mit dem Song, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt nicht einer meiner Lieblings-Elvis-Songs, ich mag, er ist okay, aber es gibt auf dem Album, finde ich, viel stärkere Songs, aber es ist ein guter natürlich. Opener, ne? Geht gut los, ne? Aber fängt schon gut, also der Rhythmus ist schon sehr gut, wie das anfängt. Das passt. Sehr Nächstes ist schwungvoll, ja dann, ne? Ja, Genau. nächstes ist ja dann Don't. Wir haben ja aus dieser Zeit, also von diesen Songs, so gut wie keine Live-Aufnahmen. Elvis hat ja in Pearl Harbor 1961 gespielt. Ich nehme an, das Konzert kennst du, ja? Ja, und ja, klar. da hat er ja von dieser Single auch nicht I Need Your Love Tonight gespielt. Doch, hat er, glaube ich, auch gespielt. Auf jeden Fall A Fool Such As I, das weiß ich sicher. Hat er das definitiv. ist ja ein ganz berühmter Song, ja. Ja, genau. Ja, okay. Also ich denke, schwungvoller Auftakt, ne? Und dann danach wurde es etwas gemütlich mit Don't. Das ist ja von Jerry Leiber und Mike Stoller. Ja. Das stammt schon aus dem Jahre 1957 und geschrieben worden. Ja. Also dieses war auch eine Single 58. Also der Rückseite war I Beg of You. Wusstest du, das wurde ja aufgenommen am 6. September 57, wusstest du, was in der Session noch aufgenommen wurde? Nee, das habe ich jetzt nicht geistig. Nein, musst du nicht wissen. Ich frage dich jetzt. Das musst du jetzt nicht wissen. Ich sag's dir, weil es interessant ist. Sind nämlich die Sessions zum Elvis Christmas Album. Ja. Okay. Da wurde Don't mit aufgenommen. Das ist auch interessant, ne? Also, dass man den Song da mit reingemogelt hat. Ja. Okay, ja. Warum nicht? Ja, schon. Sowas Ähnliches hat man ja auch gemacht 1961 bei His Hand in Mine für dieses Gospel-Album. Und da hat ja Elvis noch Surrender aufgenommen, ja, was auch mit dem Album überhaupt nichts zu tun hat. Nee, das stimmt, das ist richtig. Genau, das kam dann als Single, ne? Kam manchmal so halt, dass da mal irgendwas mal aufgenommen wurde und Ja. Ja, und Nummer Jerry 3. Leiber und Mike Stoller waren natürlich das Autorenduo für Elvis, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ne? Nee, das weiß wohl jeder Elvis-Fan, oder? Ja. Dass die sehr viel getan haben. Ja, der nächste Song ist auch interessant. Wear My Ring Around Your Neck. Ist geschrieben von Bert Carroll und Russell Moody. Am 1. Februar 58 ist das aufgenommen worden und veröffentlicht am 1. April 58.
So, das ist eine Single. Auf der Rückseite ist dann Don't You Think It's Time drauf. Ja, da kommen wir noch darauf zu sprechen, auf den Ja, Song. die kommt ja noch, ja. Ja, genau. Won't you wear my ring up around your neck? Und das nächste Lied ist dann schon My Wish Came True. Ja. Das Lied? Geschrieben von Ivory Joe Hunter. Ivory Joe Hunter, ja. Auch vom 6. September 1957. Das war auch in den Christmas Album Sessions, wobei ich sagen muss, das ist für mich immer ein bisschen seltsam, dieser Song. Ich mag ihn eigentlich, aber Ivory Joe Hunter, das ist ja ein Bluesmusiker, ja. Und der Song hört sich für mich überhaupt nicht nach Blues und auch nicht nach schwarzer Musik an, sondern nach weißem Pop eigentlich. Aber es ist tatsächlich von Ivory Joe Hunter, ne? Okay. Und dieser Song war, glaubt dann, die B-Seite von A Big Hunk of Love. Ja, das kann sein, Die ja. Single, die Single wurde erst 1959 im Juni veröffentlicht. Also A Big Hunk of Love vorne und hinten My Wish Came True. Ja, My wish came true. My wish came true. Und dann kommt noch I Got Stung. I Got Stung, ja, genau. I Got Stung. Ja, Das ist auch nicht schlecht, das ist auch schön rockig, rhythmisch. Oder? ja, Kann man unbedingt. noch so sagen. Ja. Ist ein Elvis-Klassiker. Ja, aber auf der Single, die am 21.10.58 erschien, das war also die B-Seite. Die A-Seite war One Night. Ja, richtig. Die kommt auch gleich. Und geschrieben ist das von David Hill und Aaron Schröder. Aaron Schröder, genau. Im Juni 58. Ja, interessant sind auch die Chartplätze, die haben wir jetzt nicht mit erwähnt, die würde ich mal gerne noch nachliefern den Oh ja, Zuschauern. können wir machen. Ja, Charts ja, also, Hast du sie da? Wenn nicht, sag sie ich. ich hab sie da. Ja, I Need Your Love Tonight war auf 4, Ja, Don't auf 1, Where My Ring Around Your Neck war auf 3, ja, My Wish Came True nur auf 12 ja, und I Got Stung auf 8. genau. I got stung by the sweet honey bee. Oh, what a feeling to hum over me. Dann kommen wir zur Seite 2. Jetzt habe ja ich den Part ein bisschen hier bei uns beiden. One Night, Dave Bartholomew. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, das war die A-Seite zu I Got Stung. Hier ist es natürlich so, dass One Night ein absoluter Elvis-Klassiker ist, den wir ja auch in vielen Live-Versionen haben, der immer wieder kam bis 1977. Ich glaube sogar im letzten Konzert, also zumindest in der letzten Tour, wurde der Song noch gesungen. Und den hat er immer wieder ausgegraben. Und interessant ist ja die Geschichte, aber die werden die meisten wahrscheinlich kennen, dass Elvis ja nicht den Originaltext gesungen hat, ja? Denn der Originaltext war ja... Mio, ne? Genau. Ole Mio. Hat aber auch schon mal gebracht. Ja, Er hat das schon mal, irgendwo gibt es das auch. ja, irgendwo- im 68 Comeback Special hat er es gemacht. Ja, Da hat er ja, sich ja, ja. getraut, weil das heißt ja im Original One Night of Sin, also eine Nacht der Sünde. Und das wollte man wohl Elvis nicht singen lassen, 1957, aber 1968 hat er es gemacht und mit einem schelmischen Grinsen, ja, sang er dann den Originaltext während der Sessions zum 68 Comeback Special. Also ist auch ein legendärer Auftritt. One night with you. Dann kommen wir zur Big Hunk of Love. Aaron Schröder, Sidney White, wie immer sich das spricht. Juni 58 aufgenommen, 10. Juni, am 23. Juni 59 veröffentlicht. Das war die Single und für uns Deutsche speziell interessantes Single-Cover. Ich nehme an, du weißt es, wo das aufgenommen wurde. Nee. Weißt du Nein? nicht? Sag ich dir Nein. in Bad Nauheim. Ah, Ja, okay. das ist dieses Hammer. legendäre Cover, wo Elvis da, wo ich auch ein Video drüber gemacht habe, ich blende das oben ein, wo sogar eine Hinweistafel angebracht wurde, Ja. Ich weiß, wo also da auf war dieses das Single letztes Jahr, hingewiesen also, wird, dass das da Cover nicht dort vorbeilaufen. aufgenommen wurde, genau. So, jetzt sind wir hier am Burgtor angekommen. Das Burgtor von Bad Nauheim, mal
abgesehen davon, dass es wunderschön ist, aber es diente für ein berühmtes Plattencover, und zwar für die Elvis-Single A Big Hunk of Love, die 1959 erschien. Während er in der Armee war, aufgenommen wurde der Song bereits 1958, 1959 dann veröffentlicht. Man hatte ja einige Songs in Reserve aufgenommen, damit man während der Abwesenheit von Elvis immer mal wieder was zum Veröffentlichen hat. Das war wieder das kluge Management von Colonel Tom Piker, der wusste, wie man das macht, wie man sozusagen die Flamme am Lodern hält. Und hier haben wir die Erklärung dazu, hier haben wir auch das Cover abgebildet. Und hier steht auch nochmal, dass im Frühjahr 1959 Elvis Presley hier war und den Fotoshoot zu diesem legendären Cover der Single A Big Hunk of Love gemacht hat. Ja, also das sind natürlich zwei absolute Kracher-Songs hier auf der Seite 2. Jetzt wird es für meinen Geschmack etwas schwächer. I Beg of You, 23. Februar 57 aufgenommen, 7. Januar 58 veröffentlicht. War auch nur ein Platz 8 in den Charts, 1 Minute 50 Sekunden, also ein bisschen schnell alles. Und ich weiß nicht, wie findest du den Song I Beg of You? Magst du ihn? Man kann ihn hören, aber ist jetzt auch nicht mein Nummer 1 Favorit. Also, ja. Honey, please don't break my heart, I beg of you. Der nächste ist dann viel, viel besser. Ja, definitiv. Und klassen besser. Ist einer meiner Lieblingssongs von Elvis aus den 50s. Now and Then There's a Fool Such as I. Da haben wir ja auch verschiedene Takes mittlerweile. Da hat man damals auf der 30 Number One Hits von Elvis, die 2000 glaube ich erschien die, hat man einen anderen Take drauf, also nicht den Master Take, den eigentlichen. Und man hat den Song hat Elvis live gespielt, auch, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, und zwar in Pearl Harbor, in dem Konzert 61. Und wir haben noch eine Probeversion von den Sessions zu That's the Way It Is. Aber das war's dann auch schon mit dem Song. Leider. Ich hätte mir gewünscht, der hätte den öfter gebracht. Das ist auch der Lieblingssong von meinem Lieblingsmoderator Barry Graves. Ah, okay. Hat er damals so angesagt auf seiner Platte, und hier mein Lieblingssong. Ja. Werde ich nie vergessen. Ja. Ja, der Song erschien am 10. März 59, war ein Platz 2. Now and then there's a fool such as I. Dann haben wir noch als Abschlussstück Don't You Think It's Time. Ein Song, den ich auch sehr gerne mag, ist ein Country-Song. 1. Februar 58 aufgenommen, von Luther Dixon und Clyde Otis geschrieben und am 1. April 58 auch veröffentlicht als Single, kam aber nur auf einen Platz 21. Oh, don't you think it's time? Das wären mal jetzt die Songs. Jetzt vielleicht machen wir ein bisschen ein Fazit zu dem Album. Frank, wie würdest du das Album allgemein einstufen, so dein persönliches Ranking? Mein persönliches Ranking, ich muss sagen, also das ist so ein Album, was bei mir unter den ersten 5 landet. Okay. Also ziemlich weit vorne. Also ich höre das sehr oft, ich mag das. Mhm. Also hat was, ne? Ja, bei mir ist es auch weit oben, also zumindest von den 50s-Alben, wobei ich sagen muss, von den 50s-Alben, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mir gefallen gerade diese Compilations-Alben gefallen mir sehr gut, die 59er-Alben, die rausgekommen sind, natürlich auch das erste, das ist ganz klar, auch Loving You ist ein sehr schönes Album, King Creole, also eigentlich alles, da kann man kaum was kritisieren, was aus der Zeit kommt, ne? Okay, Frank, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber gerne. Dass du heute mit dabei warst, und vielleicht klappt es ja mal wieder, dass wir gemeinsam den Classic Album Review machen. Ja, wir können noch was anderes machen. Wir können oder was anderes, jederzeit gerne. gerne. Sprechen und Abschiedslieder. Es gibt ja diverse Abschiedslieder, die gesungen wurden, wie Ronnie McDowell und ja. Da kann man auch mal drüber reden. Ja, gerne, wie gerne, hat man den Tag erlebt? Also was war da? Das ist so sehr, sehr interessant. Da kann ich viel zu erzählen. Genau. Ich habe schon eine Radiosendung drüber gemacht. Schreibt ihr gleich in die Kommentare, liebe Zuschauer, was ihr davon haltet, von den Abschiedssongs. Eine super Idee von Frank, werden wir mal aufgreifen. Okay. Okay. Dann danke ich dir, Frank, wünsche dir alles Gute und wir sehen uns wieder. Ich hoffe. Also, in diesem Sinne. Ciao und Servus.
Ja, soweit der Klassik-Album-Talk mit Frank Sommerfeld. Wir haben zum Abschluss dieser Show noch einmal die Fanzone wieder mit dabei. Ich habe Bilder bekommen von einer ganz interessanten Geschichte, und zwar gibt es einen Elvis-Stammtisch in Bochum und der nennt sich Potluck, also nach dem Elvis-Album Potluck, allerdings Pot mit 2T, wegen Bochum, Ruhrpott logischerweise. Und die Christa Quaas hat mir Bilder geschickt von diesem Stammtisch. Dieser Stammtisch trifft sich im Futures Diner in Bochum und zwar an jedem ersten Freitag im Monat. Und da wird ausschließlich über Elvis gesprochen und sie haben mir ein paar schöne Fotos geschickt. Das zum Abschluss hier in der Fanzone. Ich bedanke mich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Auch nächste Woche wird es selbstverständlich wieder in Elvis Veritas geben. Bis dahin, bleibt gesund, ciao und servus, euer Gerd. Long live the King. War gut, oder?